Dear Father in heaven, Himmlischer Vater, thank you for bringing us back together. wir danken dir, dass du uns wieder zusammengebracht hast. I pray that you will be with us. Ich möchte bitten, dass du mit uns bist wieder, Send your Holy Spirit dass du deinen Heiligen Geist sendest, to open our minds. um unseren Gedanken zu öffnen. Pray this in Jesus' name. Ich bete dies in Jesu Namen. Amen. Amen. So we've been studying Acts 27, Also wir haben Apostelgeschichte 27 studiert. the first ship of Adramyttium. Das erste Schiff, Adramyttium. Takes us from 1989 at Caesarea Es nimmt uns von 1989 Caesarea to Myra at Sunday Law. bis Myra am Sonntagsgesetz. We identified Myra and Lycia, Wir haben Myra und Lycia identifiziert, meaning bitterness and harvest. dass sie Bitterkeit und Ernte bedeuten. That's verse 5 of Acts 27. Und das ist Vers 5 von Apostelgeschichte 27. And at Myra, Und in Myra, Paul gets off the ship of Adramyttium da verlässt Paulus das Schiff von Adramyttium and he gets on board the ship of Alexandria. und er geht an Bord von dem Schiff Alexandria. So we have our second ship. Also wir haben jetzt unser zweites Schiff. Our first ship Unser erstes Schiff had a clearly negative meaning, hatte eine sehr deutliche negative Bedeutung. and it represented the United States and Adventism. Und es repräsentierte die Vereinigten Staaten und den Adventismus. Our second ship Und unser zweites Schiff has a clearly positive meaning. hat eine deutliche positive Bedeutung. It's a ship of Alexandria, Es ist das Schiff von Alexandria and it's a protection for the people. und es ist ein Schutz für das Volk, für die So Menschen. what we wanted to discuss Und was wir behandeln möchten, was this second ship. ist, dass dieses zweite Schiff, Does it show us our history after the first, after Sunday Law? zeigt es uns jetzt diese Geschichte nach dem ersten, also nach dem Sonntagsgesetz, Or is this a repeat and enlarge? oder ist dies eine Wiederholung und Erweiterung? So this is verse 5. Also dieses Vers 5. We skipped some history Wir haben hier sind über eine Geschichte rübergesprungen You could lay out the whole structure to see this, und man könnte die ganze Struktur auslegen, um dies zu erkennen. but we skipped from verse 5 to 13. Aber wir sind über die Verse 5 bis 13 gesprungen. We saw in verse 13, Und in Vers 13, this is at the harbour of Lycia, hier dieses Hafen von Lycia, which means wise. Lasea, welcher weise bedeutet. Paul again gives a message to the leadership that is rejected. Paulus gibt wiederum eine Botschaft an die Leitung, die abgelehnt wird. He says, you have a plan. Und er sagt, du hast einen Plan, You're going to begin a sequence of events ihr habt einen Plan, ihr werdet eine Sequenz von Ereignissen wird kommen, that will see the destruction of lives and the ship and the cargo. welche die Zerstörung von Menschen, der Fracht und des Schiffes sein kann. And he just tries to discourage them from going on this journey. Und er versucht, sie davon abzuhalten, diese Reise anzutreten. But just like Felix and Agrippa, Aber wie Felix und Agrippa, the leadership do not listen to him. die Leiterschaft hört nicht auf ihn. They think that they have a good opportunity Und sie denken, sie haben gute Chancen, because there is a south wind denn dort gibt es einen Südwind, that is positive for the journey of this ship. die sehr positiv ist für die Reise dieses Schiffes. But Ellen White tells us Aber Ellen White sagt uns, they should have known better, dass sie hätten es besser wissen müssen. because when the south wind blows, Denn wenn der Südwind bläst, the east wind is coming. dann kommt der Ostwind. We identified the east wind Und wir haben den Ostwind erkannt als Euroclydon. den Euroklydon. It's an easterly cyclone. Also als ein Ostwind. Lycia means wise, Lasea bedeutet weise. so we're going to mark a repeat of the parable of the 10 virgins. Also markieren wir hier eine Wiederholung des Gleichnisses 10 Jungfrauen, Which we mark from 1989. welche wir von 1989 an markieren. At 1989,
1989, which is this way mark up here, welches diese Wegmarke hier ist, there's a message given to the leadership. wird eine Botschaft zu der Leiterschaft gegeben. Felix, Felix, it's rejected, er hat sie abgelehnt and they continue on their course und sie gehen weiter auf ihren Kurs because of a favorable south wind. wegen einem sehr guten Südwind. If the east wind is Islam, Wenn der Ostwind Islam ist, what is the south wind? dann was ist denn der Südwind? The king of the south. Es ist der König des Südens. And in this history, Und in dieser Geschichte you have the defeat hat man die, ja, and the full conquering of the king of the south. hat man dieses Verlieren und diese volle Einnahme des Königs des Südens. The problem is, Das Problem ist, if you've had activity with the south wind, wenn der Südwind Aktivität zeigt with the king of the south, mit dem König des Südens, should soon be followed by the activity of Islam. dann sehen wir, dass das oft, also bald kommt darauf dann die Aktivität des Islams. 1798, 1798 the king of the south. ist das König des Südens. 1840, 1840 Islam. ist der Islam. There's a sequence to these events, Da gibt es eine Sequenz zu diesen Ereignissen. and we can recognize this Und wir können dies auch hier erkennen with the ship. mit den Schiffen. So what this gives us Also was dies uns hier zeigt, is 1989 ist 1989, in verse 13 Vers 13, as well as in verse 1. sowie auch in Vers 1. So this journey is a repeat and enlarge, Also dieser Vers ist eine Wiederholung und eine Erweiterung. not one after the other. Es nicht nacheinander kommt. What we have done Was wir getan haben, is skip from verse 5 to 13, dass wir Verse 5 bis 13 darüber hinweggesprungen sind. because I just wanted us to recognize Denn ich wollte, dass wir erkennen, that we were repeating and enlarging on the same history. dass wir wiederholen und Erweiterung hier anwenden auf oder in dieser Geschichte, in der gleichen Geschichte. So if we were to go back and read verse 6, Also wenn wir jetzt zurückgehen würden und Vers 6 lesen würden. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte und brachte uns auf dasselbe. so it's there Also ist es hier at Myra, in Myra, a city of Lycia, eine Stadt aus Lycien, that Paul gets on the ship of Alexandria. dass nun Paulus auf das Schiff von Alexandria gebracht wird. So it's prior to Lycia Also ist vor Lycia, that Paul gets on this ship. dass Paulus auf dieses Schiff gebracht wird. So we need to take Myra and Lycia Also muss man jetzt Myra und Lycia nehmen, down into our story of the ship of Alexandria. runter in unsere Geschichte des Schiffes von Alexandria bringen. It has a meaning for Adramyttium and a meaning for Alexandria. Es hat eine Bedeutung für, say that again, Liveman. A meaning for Alexandria. Okay, es hat eine Bedeutung für Adramyttium und auch eine Bedeutung für Alexandria. On this line, Auf dieser Linie hier it represents the Sunday law repräsentiert es das Sonntagsgesetz, because it's talking about a harvest and a bitter experience. denn hier handelt es von der Bitterkeit und der Ernte. But on the journey of the ship of Alexandria, Aber in der Geschichte von der Reise von Alexandria it's talking about a harvest handelt es von einer Ernte and a bitter experience und eine bittere Erfahrung prior to 1989. vor 1989. And where would we mark that? Und wo würden wir dies markieren? If we were to talk about a bitter experience, Wenn wir eine bittere Erfahrung darüber sprechen würden, we would go back to 1844. dann würden wir zurück zu 1844 gehen. I'll read from 17 MR Und wir lesen hier von 9.3. 17 Manuscript Releases, Seite 9.3 im Englischen. And she's going to refer to Revelation 10, verse 10. Und sie bezieht sich hier auf Offenbarung 10, Vers 10. In Revelation 10:10, In Offenbarung 10, Vers 10 John takes a little book out of the angel's hand nimmt Johannes das kleine Buch aus der Hand des Engels and ate it. und er isst es. That little book is the book of Daniel. Und dieses kleine Buch ist das Buch aus Daniel. It's going to internalize a message Und er tut diese Botschaft verinnerlichen. that at first is sweet as honey, Und als erstes wird es süß wie Honig sein.
But as it is digested, Aber während es verdaut wird, it turns his belly bitter. dann wird sein Bauch oder sein Magen wird bitter. Ellen White talks about the end of their prophetic periods. Ellen White spricht hier über das Ende ihrer prophetischen Prophezeiungen In 17 MR. in 17 MA. Their prophetic periods ended on October 22, 1844. Ihre prophetischen Zeitlinien endeten hier in Oktober 1844. And referencing this verse, Und indem man diesen Vers referenziert, she says that the disappointment of those who expected to see Christ in 1844 sagt, dass die Enttäuschung diejenigen, die sie in 1844 erhalten haben, was indeed bitter. war wahrhaftig bitter. And with this bitter experience Und mit dieser bitteren Erfahrung was their close of probation, kam ihre Ende der Gnadenzeit, symbolizing a harvest. welches eine Ernte aufzeigt. So we have the same meanings Also wir haben die gleichen Bedeutungen, that we can place at Sunday law, die wir am Sonntagsgesetz markieren können, also fit perfectly well for October 22, 1844. Die wir auch perfekt auf den 22. Oktober 1844 markieren können. But I also want to suggest Aber ich möchte wiederum vorschlagen, that this ship is from Alexandria. dass dieses Schiff von Alexandria kommt. Paul came across it at Myra. Paulus trifft es in Myra an. He got on board there, Er geht an Bord, but it began before aber es fing bereits schon vorher an, at Alexandria. nämlich in Alexandria. If you were part of the Roman Empire, Und wenn man Teil des römischen Reiches ist, if you were to imagine its structure, wenn man seine Struktur sich vorstellen würde, all the grain to feed that empire all das Korn, um dieses Reich zu ernähren, the vast majority of it, also zumindest ein Großteil davon, was grown along the Nile River. wurde am Rande des Nils angebaut. They grew the wheat along the Nile River, Sie haben den Weizen neben den Nil angebaut then it was transported to silos in Alexandria, und dann wurde es in Silos nach Alexandria gebracht and it was stored there und dort wurde es dann aufbewahrt, before being placed on ships bevor es auf Schiffe geladen wurde and sent over the empire. und dann überall in das Reich hin verteilt wurde. So if you were to hear a ship of Alexandria spoken of, Also wenn man dann ein Schiff, das aus Alexandria kommen würde, antrifft, it was a ship that was transporting wheat dann war dies ein Schiff, das Weizen transportierte to various parts of the Roman Empire. an verschiedene Orte des Römischen Reiches. If we were to go to Acts 27, verse 38, Wenn wir jetzt zu Apostelgeschichte Kapitel 27, Vers 38 gehen, you'll find one evidence for this. da trifft man einen Beweis dafür an. 38. 38. Und nachdem sie sich mit der Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. So when they lighten the ship, Also wenn sie jetzt das Schiff erleichtern, what do they throw out? was schmeißen sie heraus? Wheat, Das ist der Weizen because this is its cargo. oder Getreide. Das ist die Fracht von diesem Schiff. And it's been a progressive overthrowing. Und es war ein voranschreitendes Überwältigen. But this final overthrow, Aber diese schlussendliche Überwältigung it identifies the cargo as the wheat. zeigt, dass die Fracht das Getreide war. So, and that was the purpose of the ships of Alexandria. Und das war der Zweck der Schiffe aus Alexandria. So it began at Alexandria Also es fing in Alexandria an, when it's filled with wheat. wenn es mit Weizen gefüllt ist. I'm going to mark that beginning Ich markiere diesen Anfang, when the wheat are loaded on board, wenn das Weizen auf das Schiff gebracht wird, geladen wird, as 1798. als 1798. So we have also encased in this Millerite history. Also sehen wir hier auch die Milleritengeschichte beinhaltet. The journey of the ship begins Also die Reise des Schiffes beginnt, when it's loaded with the wheat. wenn es mit Weizen
aufgeladen wird. Then we have marked harvest and a bitter experience. Dann markieren wir die Ernte und die bittere Erfahrung. We have to consider Wir müssen mit einbeziehen, what this ship represents. was dieses Schiff bedeutet. If this ship Wenn dieses Schiff represents the United States and Adventism, die Vereinigten Staaten und den Adventismus bedeutet, what does the ship of Alexandria represent? dann was bedeutet dieses Schiff von Alexandria? Because each waymark Denn jede Wegmarke must tell us about this ship. muss uns über dieses Schiff etwas sagen. If it's a repeat and enlarge, Wenn es eine Wiederholung und Erweiterung ist and we treat this like a parable, und wir dies als ein Gleichnis betrachten then we need to take the first ship and the second ship oder behandeln, dann müssen wir das erste und das zweite Schiff nehmen and compare and contrast. und es miteinander vergleichen und gegenüberstellen. So what begins in 1798? Also was beginnt denn in 1798? There's an increase of knowledge, Das ist eine Zunahme der Erkenntnis. just look for my quote. She talks about 1798 Sie redet über 1798, about Adventism. über den Adventismus. If we were to talk about ancient and modern Israel, Und wenn wir über das alte und das moderne Israel reden würden, we would identify 1798 wir würden 1798 identifizieren as the beginning of modern Israel. als oder markieren als den Anfang des modernen Israels, Adventism. nämlich Adventismus. But I also want to refer us to another quote Aber ich möchte uns noch auf ein anderes Zitat hinweisen. in the Great Controversy. Im großen Kampf, This is 440.2. Seite 440, Paragraph 2. She talks about the lamb-like beast Sie redet hier über das Tier, das lammähnliche Tier, that's coming out of the earth. welches aus der Erde hervorkommt. She asks the question, Und sie fragt die Frage, what nation was rising up in 1798 welche Nation kam in 1798 empor? in the New World, In der neuen Welt, attracting attention, welches Aufmerksamkeit auf sich bezog, showing strength and greatness? welches Stärke und Großartigkeit bezeugte. She says that only one nation Und sie sagt, die einzigste Nation, meets the specifications of this prophecy, die diese Detaillierung dieser Prophezeiungen erfüllt. and that is the United States of America. Und es gibt nur eine, die es erfüllt, und das ist die Vereinigten Staaten von Amerika. So 1798 Also in 1798 is the beginning of two institutions. ist der Beginn von zwei Institutionen. The first ship Das erste Schiff was the United States and Adventism. war die Vereinigten Staaten und der Adventismus. That's what that journey represented. Das ist, was diese Reise repräsentierte. The second ship Das zweite Schiff has a positive meaning, hat eine positive Bedeutung and it's telling the story of the United States und es erklärt die Geschichte der Vereinigten Staaten and Adventism. und dem Adventismus. If we were to compare and contrast Und wenn wir miteinander vergleichen und gegenüberstellen würden using the rules of parable teaching, und die Regeln der Gleichnislehre anwenden würden, the first ship represents two institutions, dann tut das erste Schiff zwei Institutionen identifizieren the second ship must represent two institutions. und auch das zweite Schiff muss zwei Institutionen repräsentieren. And both the United States and Adventism Und beides, die Vereinigten Staaten und der Adventismus, are marked in prophecy as beginning in the same year. werden in der Inspiration 1798 als beginnend markiert. And then every waymark Und dann an jeder Wegmarke must tell the story of both of those institutions. muss die Geschichte beider Institutionen erzählen.
So 1798 also 1798, marks the beginning of both. markiert den Beginn von beiden. But then when we come to Myra and Lycia, Und wenn wir dann zu Myra und Lycia kommen, you can't just tell us the story of one. dann kann es nicht einfach nur die Geschichte von einer uns erzählen, It must tell us the story of both institutions. dann muss es uns die Geschichte von beiden Institutionen erzählen. So this waymark isn't just for Adventism, Also diese Geschichte hier ist nicht einfach nur für den but Adventismus, the United States. sondern auch für den Adventismus. And we're not going to read this passage. Von der USA, Entschuldigung. Und wir werden diese Passage hier lesen. It's about 10 paragraphs. Und es sind ungefähr 10 Paragraphen lang. It's a whole portion in the Great Controversy. Also ein ganzer Abschnitt im großen Kampf. Where Ellen White is talking about the experience of the United States in 1844. Wo Ellen White über die Erfahrung die Erfahrung der Vereinigten Staaten im Jahre 1844 spricht. This is their external experience. Dies ist diese externe Ereignisse oder Erfahrung. Great Controversy 376.1 Großer Kampf, Seite 376, Paragraph 1 im Englischen. and forward. Und dann 1 und voran. She says in 1844 Sie sagt, in 1844 there was a profound change in the churches of the United States. gab es eine sehr grundlegende Veränderung oder große Veränderungen in den Kirchen der Vereinigten Staaten. For many years you can see a growth and then a decline in religious experience. Für viele Jahre konnte man ein Wachstum und dann auch einen Niedergang oder Verringerung der religiösen Interesse sehen. But something happened in 1844 Aber etwas passierte in den Jahren 1844, that was very different to that. das sehr anders zu dem war. A sudden and marked change in the Protestant churches. Da war eine markante und plötzliche Änderung in den protestantischen Gemeinden. And then she quotes various authors. Und dann tut sie gewisse Autoren oder mehrere zitieren, Pastors and professors Pastoren und auch Professoren, speaking about this change in religion in the United States. die über diese Veränderung, diese religiöse Veränderung in den Vereinigten Staaten sprechen. So 1844 Also 1844 for Adventism für den Adventismus is harvest and bitterness. ist es Ernte und Bitterkeit. But if we're talking about the lamb-like beast that began in 1798, Aber wenn wir über dieses lammähnliche Tier, das in 1798 beginnt, sprechen, what is 1844? dann was ist 1844? 1798, 1798, a lamb-like beast das lammähnliche is raised up Tier wird emporgehoben, with 2 horns. oder es kommt auf, Entschuldigung, mit 2 Hörnern. It's worth noting Und es ist interessant, these are the only part of that beast that's lamb-like. dass dies die einzigsten Teile oder Anteile dieses Tieres sind, die lammähnlich sind. When you Bereiche. come to 1844, Wenn man 1844 dahin kommt, what happens to one of these horns? was passiert zu einem dieser Hörner? It's broken. Eins ist gebrochen. And the result of this Und das Resultat davon is a marked change within the churches of the United States. ist eine markante Veränderung in den Kirchen der Vereinigten Staaten. She talks about it as a deep spiritual darkness. Und sie redet davon, als dass dies eine tiefe, dunkle Dunkelheit in den Kirchen ist, geistlichen Erfahrung ist, That they'd never experienced before. welche sie nie zuvor erfahren hatten. So we can see every one of these waymarks Also wir können sehen, dass jede einzelne Wegmarke hier has to tell us the story of both institutions. uns die Geschichte erzählen muss von beiden Institutionen. We can learn a lot, Wir können viel lernen. I would suggest, Ich würde vorschlagen, by seeing the United States and Adventism at every waymark. dass wir, wenn wir die Vereinigten Staaten und den Adventismus an jeder Wegmarke sehen können And comparing and contrasting the experience of both. und miteinander vergleichen und gegenüberstellen
sollten wir diese beiden Erfahrungen. If we're going to say one thing about Adventism, Wenn wir eine Sache über den Adventismus sagen, like it's overthrown at Sunday law, wie es am Sonntagsgesetz überwältigt wird, we have to say the same thing about the United States being overthrown at Sunday law. dann müssen wir das Gleiche über die Vereinigten Staaten sagen, dass es am Sonntagsgesetz überwältigt wird. This is where the methodology of parable teaching gives us so much information. Das ist es, wo dann diese Gleichnislehre, diese Methode uns viel Informationen gibt. So we read verse 6. Also wir haben Vers 6 gelesen, If you can turn to verse 7. jetzt Vers 7. Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit Mühe in die Nähe von Knidus kamen, weil der Wind uns nicht hinzuließ, so segelten wir unter Kreta hin gegen Salmone. So we have a ship Also wir haben ein Schiff, set sail from Alexandria. das jetzt die Segel setzt, von Alexandria kommend, It's setting sail und dieses Segel setzen, for Rome, um nach Rom zu kommen. carrying wheat. Und es beinhaltet oder trägt Weizen. Begins its journey here, Und es fängt seine Reise hier an. and I would encourage you Und ich möchte euch dazu ermutigen, to go into the back of your Bible in den letzteren Teil eurer Bibel zu gehen and look at the maps. und die Landkarten nochmal durchzuschauen. Look at Paul's second and third missionary journey. Und Paulus seine zweite und dritte Missionsreise dort zu betrachten. Compare it to his fourth. Und es mit seiner vierten zu vergleichen. Because to go to Rome, Denn um nach Rom zu gehen, you would follow that coastline, würde man der Küste entlang gehen, come up under Italy, dann unter Italien rauskommen and back around that peninsula. und dann um dieses Peninsula dann herum gehen. They have a set course. Und sie haben einen festen Kurs From Alexandria, von Alexandria. they're on course at Myra, Sind sie auf dem Kurs Myra, all the way down to Cnidus. dann bis zu Knidus. And at Cnidus, Und in Knidus, there's contrary winds. da gibt es wieder Gegenwinde. Again, Wieder. there's strife. Ja, das sind wieder Winde. And because there's strife, Und warum, wenn da Winde sind, they look at their course schauen sie ihren Kurs an and they change their minds. und dann tun sie ihren Kurs ändern. They head south, Sie gehen nach Süden. literally and figuratively. Buchstäblich, aber auch geistig. And this ship, Und dieses Schiff, from Cnidus to shipwreck, von Knidus bis zum Schiffbruch dann, never gets back on course. wird nie wieder auf Kurs gehen. So after 1844, Also nach 1844, before 1989, vor 1989, this ship was on course. war dieses Schiff auf Kurs. It experienced contrary winds Es hat aber Gegenwinde kamen auf and it went off course und es ist dann vom Kurs abgekommen and it never went back on course. und es ist nie wieder auf den Kurs gekommen. When did the ship go off course? Wann ist das Schiff vom Kurs weggekommen? If we were to talk of Adventism, Wenn man über den Adventismus spricht, when did Adventism go off course? wann ist der Adventismus vom Kurs abgekommen? 1863. 1863. And what history is 1863? Und was für eine Geschichte ist 1863? It's in the middle Es ist in der Mitte of a civil war. von einem Bürgerkrieg. It's 1861 1861 to 1865. bis 1865. There's contrary winds, Da gibt es Gegenwinde, external strife. externe Winde. So the United States and Adventism went off course in 1863. Also die Vereinigten Staaten, sowohl auch der Adventismus, sind vom Kurs in den Jahren 1863 abgekommen. We can see Adventism, Also wir können den Adventismus sehen, the rejection of the prophetic message. die Ablehnung der prophetischen Botschaft. That was done in a year Und das wurde in einem Jahr getan, that was extremely stressful for the leaders of that movement. das für die Leiterschaft ein sehr extrem stressvolles Jahr war, As they tried to protect their sons from the army draft. wo sie ihre Söhne versucht haben, aus dieser Einzug des Militärs zu bewahren.
But in 1863, Aber im Jahre 1863, the United States, as the glorious land, die Vereinigten Staaten als das herrliche Land, went off course kam vom Kurs ab and never went back on course. und kam nie wieder auf diesen Kurs. This is another subject, Dies ist eine weitere Thematik, like this history, wie diese Geschichte hier, that we're going to revisit through our studies, die wir wiederholt in unseren Studien antreffen werden. because we want to know what it means for the United States as a country to go off course. Denn wir möchten verstehen, was es bedeutet, wie für so ein Land wie die Vereinigten Staaten, dass es vom Kurs abkommt. But I just want us to consider, Aber ich möchte, dass ihr das betrachtet, if we were to compare and contrast wenn wir parallel stellen würden und gegenüberstellen würden, the United States and Adventism. die Vereinigten Staaten und den Adventismus, We would talk about Adventism dann würden wir über den Adventismus sprechen, rising up in 1798. dass er im Jahre 1798 aufkommt. How much did Adventism know in 1798? Wie viel wusste der Adventismus im Jahre 1798? Nothing. Nicht viel. Didn't know about the Sabbath Es kannte den Sabbat nicht or the fulfillment of the time prophecies. oder die Erfüllung der Zeitprophezeiungen. Didn't know anything. Es hat nichts gekannt. That was meant to grow and develop. Es sollte sollte es wachsen und sich entwickeln. And it did Und es tat dies auch all the way up to the Civil War. den ganzen Weg bis zum Bürgerkrieg. So the United States, Also die Vereinigten Staaten as the glorious land, als das herrliche Land. how much did they know about what that meant in 1798? Wie viel wussten sie darüber Bescheid in dem Jahre 1798? Because Adventists can tend to have the concept Adventisten neigen dazu, dieses Konzept zu haben, that the United States was perfect here, dass die Vereinigten Staaten hier perfekt waren and then it just went really bad and immoral. und dann wurde es einfach nur sehr schlimm und unmoral. And I would suggest that breaks the rules. Und ich würde vorschlagen, dass dies die Regeln bricht. In 1798, Von 1798 an we had the first angel's message hatten wir die erste Engelsbotschaft and no idea what it meant. und wir wussten nicht, was es bedeutet. In 1798, Und 1798 they have a constitution haben sie eine Verfassung and no idea what it means. und sie wissen nicht, was es bedeutet. You can tell Und man kann hier erkennen, because they had slavery. denn man kann das sehen, weil sie Sklaverei hatten. And in 1861, Und in 1861 Ellen White says God is judging the country sagt Ellen White, dass Gott das Land richtet, because they have slavery. denn sie haben Sklaverei. So they had a time period Also sie haben eine Zeitperiode, to grow and develop. wo sie wachsen und sich entwickeln können. And when they wouldn't, Und wenn sie dies nicht tun würden, as a nation, they were punished. als eine Nation, dann würden sie bestraft werden. So the United States Also die Vereinigten Staaten was meant to grow through this history. sollte in dieser Zeitperiode eigentlich wachsen. And it's worth noting Und es ist auch wert, hier zu erkennen that abolition of slavery that they were required to do oder aufzuzeigen, dass sie diese Abschaffung der Sklaverei, die sie vollziehen sollten, required them to change their constitution. es notwendig machte, dass sie ihre Verfassung änderten. So is a change to the constitution automatically bad? Also macht es jetzt eine Veränderung der Konstitution automatisch schlecht? No, Nein. it's necessary Nein, es ist notwendig. because they were meant to know what that constitution meant. Denn sie sollten wissen, was es bedeutet, diese Verfassung zu haben. The same way we were changing our message when we introduced the Sabbath. Genauso wie wir unsere Botschaft veränderten, als wir der Sabbat hereinkam. A change to the constitution is not automatically evil. Nur weil die Verfassung geändert wird, heißt es nicht automatisch, dass es schlecht ist. In fact, when they didn't change it in time, Es ist sogar andersrum, dass wenn sie es nicht zeitig verändern, the country came under the judgment of God. dann kam dieses Land unter das Gericht Gottes. Because Ellen White said Denn Ellen White sagte, only God could end slavery in that country. nur Gott konnte die Sklaverei in diesem Land beenden. And when they wouldn't do it, he would make them. Und wenn sie es nicht taten, dann würde er es tun, dass sie es machen müssten. Another compare and contrast.
Und eine weitere Parallele und auch Gegenüberstellung. We talk about 1863. Wir reden über 1863. They rejected the 2520. Dort lehnen sie die 2520 ab. Then we can talk about 4 generations. Dann können wir uns über 4 Generationen unterhalten. It brings us down to this time period Dann bringt es uns zu dieser Zeitperiode hier. in 1989 of the 4th generation. In 1989, 4. Generation. Begins earlier. Beginnt hier früher. But when we come to the 4th, Aber wenn wir zu dem 4. kommen, there's nothing left. da ist nichts mehr übrig geblieben. If you were to talk to an Adventist today in my country, Wenn man jetzt über einen Adventisten in meinem Land heute reden würde, our church pastor zum Beispiel unseren Gemeindepastor, had never heard there was any such thing as a close of probation. hat nie gehört, dass es da sowas gibt wie ein Ende der Gnadenzeit. My friends Meine Freunde never heard of the statue of Daniel 2, haben nie von der Statue aus Daniel 2 gehört. didn't know about the 2300 days. Sie wussten nicht über die 2300 Tage Bescheid. So it goes from rejecting the 2520 Also was wir sehen können von der Ablehnung der 2520 to complete darkness bis hin zu einer kompletten Dunkelheit by our history. in unserer Geschichte. So another subject we want to consider and revisit Also eine weitere Thematik, die wir weiter betrachten werden wollen, is that for someone outside or inside the United States ist, dass jemand, der innerhalb der USA ist, aber auch außerhalb, to think they know what their country was designed for, ist, um zu wissen, was sie denken, dass ihr Land dafür gemacht wurde, to think they even know what it means to be the glorious land. Sogar zu denken, how can I say that in German? Dass sie denken, dass sie wissen, was es bedeutet, das herrliche Land zu sein. And then they think they're going to make the country great again. Und dann sagen sie wieder, wollen wir unser Land wieder groß und herrlich machen. It's complete darkness inside the church Ist komplette Dunkelheit innerhalb der Gemeinde and what it means to be a Seventh-day Adventist. und was es bedeutet, ein 7-Tags-Adventist zu sein. Complete darkness in the United States Es ist komplette Dunkelheit innerhalb der Vereinigten Staaten on what it means to be the glorious land. und was es bedeutet, dass es das herrliche Land ist. Because we think it means the Second Amendment and the right to own guns. Denn wir denken, dass diese zweite Gebot in der Verfassung bedeutet, das Recht zu haben, Waffen zu haben. We need to understand what Donald Trump means Wir müssen verstehen, was es bedeutet, was Donald Trump bedeutet. because he says he's going to make America great again. Denn er sagt, er wird Amerika wieder groß machen. What period exactly is he wanting to return to? Welche Periode möchte er denn wieder, zu welcher Periode möchte er dann wieder zurückkehren? So we'll revisit 1863. Also wir werden dann noch auf 1863 wieder zurückkommen. Goes off course here, Also hier geht das Schiff vom Kurs ab never comes back. und es kommt nie wieder auf diesen Kurs. We can also mark Wir können auch markieren, in verse 7, in Vers 7, they went off course and they went off course at Cnidus in Knidus sind sie vom Kurs abgekommen and they sailed under Crete. und dann sind sie unterhalb von Kreta gefahren. Crete Kreta is the island ist diese Insel, that they're sailing around welche sie herumfahren, all the way from Cnidus to Lycia. von Knidus zu Lasea. Crete means fleshy, Kreta bedeutet fleischig, of the flesh, vom Fleisch, worldliness. also Weltlichkeit. Also, Also, I find the word Salmoni interesting. ich finde das Wort Salmone interessant. Salmoni has a curious meaning. Salmone hat eine interessante Bedeutung. It's talking about the ocean, Es handelt von dem Ozean, waves breaking on rocks. das Wellen an den Felsen brechen. Was known as a dangerous point. Und es war bekannt als ein sehr gefährlicher Ort. That's why in verse 8 Das warum im Vers 8, it says that they hardly passed it dass sie mit Mühe da durchkamen. because Salmoni was so dangerous. Denn Salmone war sehr gefährlich.
And it has the meaning Und es hat die Bedeutung, of a wave crashing over a rock, dass eine Welle am Felsen bricht, like a flood, wie eine Flut, overflowing the rock die über den Felsen überschwemmt and drawing back. und wieder zurückkehrt. For me, Für mich that has the same type of meaning as we talk about the flood. hat es die gleiche Art und Weise der Bedeutung, wie wenn wir über die Flut sprechen. The ocean overflows its banks, Der Ozean überschwemmt seine Ufer. floods over a rock and draws back. Es geht über einen Felsen und dann überschwemmt einen Felsen und geht dann wieder zurück. And it's from 1863 to 1989. Und es ist von 1863 bis 1989. We can talk about the flesh, Da können wir über dieses Fleisch reden, worldliness, also die Weltlichkeit. but we also know in this history Aber wir wissen auch, dass in dieser Geschichte, we're taking in the wine of Babylon, dass wir diesen Wein von Babylon einnehmen. as their concepts are accepted into the church. Wie deren Konzepte in die Gemeinde reinkommen und akzeptiert werden. So what we've done, Also was wir getan haben, we skipped to verse 13, also wir sind dann zu Vers 13, haben wir übersprungen, which was speaking about their experience at Lasea. welches ihre Erfahrung in Lasea behandelt. We identified it as 1989. Wir haben es als 1989 markiert, But then we went to the verses before and filled in this history. aber dann sind wir zu den Versen zuvor gegangen, haben diese Geschichte hier noch eingeführt. Adramyttium is a bad ship. Adramyttium ist ein schlechtes Schiff. It's telling us the story of the United States and Adventism from 1989. Es erzählt uns die Geschichte der Vereinigten Staaten und des Adventismus von 1989 an. But when those institutions first begin, Aber wenn diese Institution als erstes anfing, they're not dead. dann sind sie nicht tot. They were both raised up in 1798 Sie sind beide in 1798 aufgekommen as protectors and defenders of the people. als eine Beschützer, Verteidiger des Volkes. The United States provided a land of safety. Die Vereinigten Staaten hat ein Land des Schutzes dargestellt oder gesichert. Adventism brought the message Der Adventismus hat die Botschaft gebracht and also campaigned in favor of the separation of church and state. und auch brachten sie oder waren sie gut gesinnt zwischen der Trennung zwischen Kirche und Staat. Which they were responsible for the constitution in Australia and separating church and state. Also sie waren dafür. Say the last portion again, the last sentence. Adventism was responsible for the separation of church and state in Australia. In Australia. So wie der Adventismus in Australien dafür verantwortlich war, dass es da eine Trennung zwischen Kirche und Staat war. They also brought the three angels' messages, Und sie haben auch die drei Engelsbotschaft gebracht. protected and defended God's people. Sie haben Gottes Volk geschützt und verteidigt. So they're both in 1798 good, Also sie sind beide im Jahre 1798 sind beide gut. but they have a lot to learn. Aber sie müssen noch viel lernen. Both fail in 1863, Beide verfehlen im Jahre 1863 in the middle of a history of contrary winds. und in der Mitte von der Geschichte von Gegenwinden, They go off course, da kommen sie vom Kurs ab literally south, und sie gehen buchstäblich nach Süden sail under Crete. und sie segeln unter Kreta. They have to deal with the dangerous point of Salmone, Dann müssen sie mit dem gefährlichen Ort Salmone umgehen können, the flood. die Flut, They have to deal with Crete. und sie müssen mit Kreta umgehen. All of this history being a history of worldliness. Und diese ganze Geschichte, die die Geschichte der Weltlichkeit darstellt, They come to the harbour of Lasea, und dann kommen sie zu diesem Hafen von Lasea, meaning wise. der Weise bedeutet. Going to repeat the history of the 10 virgins. Und dies wird nun die Geschichte der 10 Jungfrauen wiederholen. Paul gives a message Paulus gibt eine Botschaft and he said, I know what you're wanting to do. und er sagt, ich weiß, was ihr tun wollt, Don't do it. aber tut es nicht. This ship will be destroyed. Dieses Schiff wird zerstört werden. They don't listen to him. Sie hören nicht auf ihn, There's a favourable south wind. weil es da diesen guten Südwind gibt. I just want us to consider, Und ich möchte einfach nur, dass wir hier darüber nachdenken, so we're connecting these histories, dass wir diese Geschichten miteinander verbinden,
There's a favorable south wind because the king of the south is falling. dass es da einen guten Südwind gibt, weil der König des Südens fällt. 1989, Lasea is Caesarea. 1989, Lasea ist Caesarea. But if we're going to take this history Aber wenn wir diese Geschichte nehmen, of the fall of the king of the south, von dem Fall des Königs des Südens, it's not just here, dann ist es nicht nur hier, it's here. sondern es ist auch hier. There's a favorable south wind Da gibt es einen guten Südwind hier, at Panium. nämlich an Panium. So what we should see Also was wir dann sehen sollten after Panium nach Panium, is the development of a new world order. ist die Entwicklung einer neuen Weltordnung. New world order Neue Weltordnung is the seventh kingdom of Bible prophecy. ist das 7. Königreich der biblischen Prophetie. It follows the fall of the king of the south. Es folgt dem Fall des Königs des Südens. 1989 is the fall of the king of the south, 1989 ist der Fall des Königs des Südens, which shouldn't surprise us. welches uns nicht überraschen sollte. September 11, Am 11. September 1990, 1990 George Bush makes a speech macht George Bush eine Rede, hält er eine Rede and lays out his plan for a new world order. und legt seine Pläne für eine neue Weltordnung auf. They would have had their new world order. Sie hätten hier ihre neue Weltordnung bereits gehabt, It's restrained by Islam. aber es wird durch den Islam zurückgehalten. So that's verse 13 and Al- 14. Also das ist Vers 13 und Vers 14. I'm going to not go through every verse of this chapter Ich werde nicht durch jeden Vers in diesem Kapitel durchgehen, because I don't understand every verse of this chapter. denn ich verstehe nicht jeden Vers in diesem Kapitel. It's full of details. Gibt hier sehr viele Details. First ship is verse 1 to 5. Das erste Schiff ist die Verse 1 bis 5. The second is verse 6 to 44. Und das zweite ist Vers 6 bis 44. There's a lot of information. Da gibt es viel Information. But even though every verse isn't understood, Aber auch wenn nicht jeder Vers verstanden wird, like a building, wie ein Gebäude, you can place your frame. dann kann man trotzdem sein Rahmenwerk aufbauen. So I want to take us Also möchte ich uns down to verse 27. auf Vers 27 bringen. Zu Vers 27. Als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. So we have Euroclydon at 9:11. Also wir haben Euroklydon hier am 11. September. Before we go to verse 27, I'll just deal with one other. Und bevor wir jetzt noch zu Vers 27 gehen, werden wir noch einen anderen Vers betrachten. We'll go back to Euroclydon, sorry. Wir gehen nochmal zurück zu Euroklydon We'll read verses 14 to 17. und wir werden die Verse 14 bis 17 lesen. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydon genannt. Und da das Schiff mit fortgerissen wurde und von dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber an einer kleinen Insel Clauda genannt vorbeifuhren, konnten wir kaum die Beiboote meistern. Als sie es heraufgezogen hatten, trafen sie Schutznahmen, indem sie das Schiff untergürteten, und weil sie sich fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben. So Euroclydon hits. Also Euroklydon trifft jetzt ein. This is, of course, an ancient boat. Das ist hier natürlich ein altertümliches Boot. So it's composed of these planks of wood. Also hat es diese Holzplanken And under the strain of the storm, und unter der Schwierigkeit oder Stärke des Sturms they begin to separate. fangen diese Holzplanken an, sich voneinander zu trennen. And water is pouring through the cracks. Und Wasser kommt jetzt durch diese Löcher, Schlitze hinein. What undergirding means, Und in undergirding, verse 17, untergürteten, was das bedeutet,
What this word means Was dieses Wort bedeutet, is what they would do to the ship was sie zu diesem Schiff taten, that was leaking so badly it was about to fall. dass dieses Schiff, das so schlimm verletzt war, dass es fast auseinanderbrach. If this is the hull of the boat, Wenn das jetzt dieser Bootsbauch ist, you would have a team of men dann hat man hier ein Menschenteam, that would go to the back of the boat. die am Ende des Bootes sich platzieren würden. You'd have two teams, Und dann hat man 2 Teams, one on one side einer auf einer Seite and one on the other side. und einer auf der anderen Seite. So if Tamina and I were at the back of the boat, Wenn Tamina und ich am Ende des Bootes sein würden, she's on one side, I'm on the other. sie ist auf einer Seite, ich auf der anderen, Both of us would take the end of a rope, dann würden wir beide das Ende eines Seils nehmen, a very long rope. ein sehr langes Seil, Then we'd throw the main part of that rope overboard, und dann würden wir den Hauptteil dieses Seiles über Bord werfen both holding an end each. und beide würden ein Ende halten. So this person is holding an end. Also diese Person haltet ein Ende They're all helping him. und sie alle helfen ihm. And these have the other end of the rope. Und diese haben das andere Ende des Seils. They've thrown that rope overboard. Und sie haben dieses Seil über Bord geworfen. And then what they're going to do Und was sie nun tun werden, is they're going to each pull, und nun werden sie alle coming together. zusammenziehen. So they're putting this rope under the boat Also sie tun dieses Seil unter das Boot and pulling it tight, und sie ziehen es jetzt fest and they're pulling those boards back together again. und sie tun diese Planken wieder zusammenziehen. And they don't do this once, Und sie tun das nicht nur einmal machen, they do it over and over again und sie tun das immer und immer wieder machen. till all that's holding this boat together Und bis zu diesem Moment, dass alles, was dieses Boot zusammenfällt, is hält, rope after rope after rope. ist diese Seil nach Seil nach Seil. Even with this, Und sogar mit dem Ellen White says that they had not a moment's break from pumping water out. sagt Ellen White, gibt uns die Details, dass sie sogar mit dem nicht eine Pause hatten, dass sie Wasser aus dem Boot rausschmeißen mussten. Also da war keine Pause. Water is still coming through the cracks, Wasser kommt immer noch durch die Schlitze rein. but they've been able to wrap it enough Aber ihnen war es möglich, es genug zusammenzuziehen, that at least for now it's floating. dass momentan es genug war, dass dieses Boot noch weiterhin schwimmte. That is how bad the condition of this boat is. So schlimm ist die Kondition dieses Bootes, Zustand dieses Bootes. Then we'll go down to verse 27, Dann gehen wir zum Vers 27. if you'll read that. Als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. So we want to pick up some symbols. Also wir möchten hier jetzt ein paar Symbole aufnehmen. What do we see mentioned in this verse? Was sehen wir in diesem Vers, was erwähnt wird? The first one we come across Das erste, was wir sehen, is that this is the 14th night. ist, dass dies die 14. Nacht ist. And what does that symbol give us? Und was zeigt uns dieses Symbol? If it's the 14th night, Wenn es die 14. Nacht ist and when we see that as useful information, und wenn wir dies als wertvolle oder gebrauchbare Informationen annehmen, what history would that take us to? welche Geschichte würde uns zu welcher Geschichte würde uns dies bringen? It would take us to the history of the Millerites. Es würde uns zu der Geschichte der Milleriten bringen. So on the 14th night Es ist in der 14. Nacht. that Samuel Snow arrives at the Exeter camp meeting. Es ist die 14. Nacht, wo Samuel Snow an dem Exeter Camp Meeting ankommt. He arrives on the night of the 14th, Er kommt an der Nacht des 14. an, gives the message, gibt die Botschaft and then gives it in more detail on the 15th, und dann gibt es sie nochmal in mehr Details am 15. which is why we often mark August 15. Und das ist, warum wir oft den 15. August markieren. But he first arrives and speaks on the night of the 14th. Aber er kommt erst am 14., in der Nacht des 14. an und da spricht er auch zum ersten Mal.
Then we find midnight marked. Dann sehen wir, dass Mitternacht markiert wird. August 14 Der 14. August was the Exeter camp meeting, war das Exeter Camp Meeting and it was the midnight cry. und es war der Mitternachtsruf. And those on board the ship, Und diejenigen, die auf diesem Schiff waren, what do they learn? was haben sie gelernt? So Ellen White tells us Ellen White sagt uns, that in this history, dass in dieser Geschichte they lost all hope of being saved. sie verlieren jegliche Hoffnung, dass sie gerettet werden. So after the storm hits, Also nachdem dieser Sturm aufkommt, they have no hope. da gibt es keine Hoffnung. All that they're doing is waiting to die. Alles, was sie tun, ist, dass sie warten, zu sterben. We'll go back a little. Wir gehen weiter zurück. We'll read verse 20. Wir lesen Vers 20. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. So we find in the verse, Also, wenn wir den Vers betrachten, they have no hope. sehen wir, dass sie keine Hoffnung mehr haben. If we read verse 20 to 24. Und wir lesen weiter bis zu Vers 24. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädlungen von dem Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, sieh, Gott hat dir alles geschenkt, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. So when we talked about our reform lines, Also als wir über unsere Reformlinien geredet haben, we drew the following repeating pattern. haben wir folgendes wiederholendes Muster aufgezeigt. We talked about midnight. Wir haben über Mitternacht geredet We could call that Boston or July 21. und wir könnten das Boston oder den 21. Juli nennen. And it's at midnight Und es ist um Mitternacht, the cry is made. dass dieser Ruf gemacht wird. It begins Er fängt an and it swells into the midnight cry, und es schwellt in diesen Mitternachtsruf an. all leading up Und dann geht es weiter bis to the close of probation. zum Ende der Gnadenzeit. So when we've gone to verse 27, Und wenn wir bis zum Vers 27 kommen, we placed that as the midnight cry. dann platzieren wir dies als diesen Mitternachtsruf. The problem is Das Problem ist, the message does not arrive at the midnight cry. dass die Botschaft nicht am Mitternachtsruf ankommt, It just reaches its fullest swelling. sondern hier kommt es nur zu seiner völligsten Anschwellgrad an. So prior to this, Also vorher Paul gives a message. gibt Paulus eine Botschaft. He gives a message Er gibt die Botschaft, and says that an angel has come, dass ein Engel gekommen ist has told him what will happen to them. und ihm gesagt hat, was passieren würde, If you'll read 25 and 26. wenn man Vers 25 und 26 liest. Darum seid gutes Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. So the message first comes. Also die Botschaft kommt als erstes. Paul says, Paulus sagt, we're going to be shipwrecked. dass wir Schiffbruch erleiden werden. If we were to overlay Millerite history, Und wenn wir die Milleritenlinie hier parallel legen würden, the message comes dann kommt die Botschaft, of October 22. die Botschaft über den 22. Oktober. First of all, it comes, Erst kommt es, Paul says, Paulus sagt, we're going to be shipwrecked, dass wir Schiffbruch erleiden werden. but they don't know when. Aber sie wissen nicht wann. First it arrives, Erst kommt es an and then they begin to look for land, und dann fangen sie an, nach Land Ausschau zu halten, leading up to the night of the 14th, welches sie zu der Nacht des 14. bringt, which is midnight. welches Mitternacht ist. If we were to read verse 28, Wenn wir Vers 28 lesen werden. Und sie ließen das Senkbeil hinunter und maßen 20 Faden, und als sie ein wenig weiter gefahren waren und es wieder hinunterließen, maßen sie 15 Faden. so in verse 28,
Also in Vers 25, For a normal 28, Entschuldigung, for a normal Adventist, für einen normalen Adventisten this is meaningless. wäre dieser Vers bedeutungslos. It has no moral lesson. Es hat keine moralische Lehre in hier. But we want to study this chapter as a prophecy. Aber wir wollen dieses Kapitel als eine Prophezeiung studieren. 1 fathom Ein Faden equals 72 inches. ist gleich 72 Zoll. So if we're going to look at 20 fathoms, Also wenn wir jetzt 20 Faden betrachten, 20 fathoms is 1,440 inches. dann sind das 1440 Zoll. Then we have 15 fathoms, Und dann haben wir 15 Faden. 15 fathoms 15 Faden is 1,080 inches. sind 1080 Zoll. So they've come to this waymark, Und sie kommen jetzt hier zu dieser Wegmarke. and what they don't have Und was sie nicht haben, is time. ist Zeit. They know they're going to be shipwrecked. Sie wissen, dass sie Schiffbruch erleiden werden, They don't know when. aber sie wissen nicht wann. They see land. Sie sehen Land, It's right in front of them. ist genau vor ihnen. They need to calculate Und sie müssen jetzt berechnen, how quickly they're being driven towards that waymark, wie schnell sie diese Wegmarke an sie herankommen, that coast. diese Küste. So they drop a line So tun sie diesen Faden auswerfen, twice. zweimal. First it's 20 fathoms, then it's 15. Einmal ist es 20 und dann einmal 15. By calculating the time Und indem sie diese Zeit kalkulieren and how quickly that they're coming into shore, und wie schnell sie zu dieser Küste ankommen, they know the time between where they are and when they would be shipwrecked. wissen sie die Zeit von wo sie sich befinden und wann sie Schiffbruch erleiden würden. It's 1,440 inches, Es ist 1444 Zoll 1,080 inches. und 1080 Zoll. When combined, it's 25-20 inches. Und zusammen ist es 25-20 Zoll. It's a message of time. Es ist eine Botschaft von Zeit. You could bring that into our history. Und wir können das in unsere Geschichte bringen. You have midnight. Man hat Mitternacht, You have a message. man hat eine Botschaft. Close of probation is coming. Das Ende der Gnadenzeit kommt. It begins to swell. Es fängt an zu schwellen. It's swelling to the 14th night, Es schwillt bis zu der 14. Nacht an. and there's watchmen on board the deck Und da werden Wächter auf das Deck gebracht. An Deck looking, gebracht. looking into the darkness, Und sie schauen in die Dunkelheit hinein. looking for land, Und sie halten nach Land Ausschau. because the message has already come that they're going to be shipwrecked. Denn die Botschaft ist bereits gekommen, dass sie Schiffbruch erleiden werden. All that they're waiting for Und alles, worauf sie warten, is to spot that waymark dass sie diese Wegmarke erkennen and know the time. und diese Zeit wissen. And they are given that on the 14th night at midnight at the midnight cry. Und sie wurden an der 14. Nacht um Mitternacht, am Mitternachtsruf wird ihnen diese Zeit gegeben. When we drew our reform line, Und wenn wir unsere Reformlinie we talked about that waymark zeichnen, dann haben wir über diese Wegmarke gelesen of Exeter von Exeter, that has the characteristic of time. das die Charaktereigenschaft von Zeit hat. Whether it's 1996 Ob es 1996 ist or it's 2012 oder 2012 or it's 2018. oder 2018. 2018 being the midnight cry. Und 2018 ist dann der Mitternachtsruf. Or a waymark we're yet to fully understand. Oder eine Wegmarke, die wir noch vollständig verstehen müssen. But we find on the line of the 144,000. Die wir auf der Linie der 144.000 It's a finden. message of time. Es ist eine Botschaft der Zeit. And as Elder Parminder teaches, Und wie Bruder Parminder es lehrt, the 2520 unlocks time. die 2520 siegelt Zeit. The message of shipwreck Die Botschaft über das Schiffbruch had already arrived. ist bereits schon angekommen. All that they needed Alles, was sie tun mussten, was to see it in front of them ist, dass sie es erkennen mussten, dass es vor ihnen ist and calculate their distance from it. und die Zeit, wie weit sie noch davon entfernt waren, diese Zeit zu kalkulieren.
den Abstand davon noch zu So we've kalkulieren. seen 9/11, midnight, midnight cry. Also wir sehen den 11. September, Mitternacht, Mitternachtsruf. This is the ship Dies ist das Schiff, of the United States in Adventism, die Vereinigten Staaten und den Adventismus. and it ends Und es endet at Sunday law. am Sonntagsgesetz. So I'm going to leave us with a problem. Also verabschieden ich mich jetzt hier mit einem Problem. The only way we can construct our reform line Der einzigste Art und Weise, wie wir unsere Formlinie konstruieren können, is saying that 27:27, dass 2727, Panium, Panium, is a midnight cry, ist ein Mitternachtsruf, taking us welches uns to Sunday law, zum Sonntagsgesetz bringt. which is what we said at the start, Wovon wir am Anfang gesagt haben, cannot be seen in any of our 4 reform lines. was nicht in irgendeiner unserer 4 Reformlinien gezeigt werden So we kann. want to understand this one. Also wir möchten dies hier dann verstehen. If you kneel with me, we'll close in prayer. Wenn ihr jetzt noch mit mir im Gebet niederknien würdet. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater im Himmel, thank you for our blessings. danke für deine Segnungen. Thank you that you have led this movement Danke, dass du diese Bewegung geleitet hast. so faithfully, So treu. even when things could have been mistakes. Auch wenn diese Dinge, gewisse Dinge Fehler hätten sein können, You show that you were leading all along. hast du gezeigt, dass du den ganzen Weg hindurch leitest. I pray that we will have faith, Ich bitte, dass wir Glauben haben what we still don't understand, in die Dinge, an die Dinge, die wir noch nicht That- voll verstehen. you will reveal it in your time. Dass du sie in deiner Zeit offenbar machen wirst. I pray this in Jesus' name. Ich bitte dies in Jesu Namen. Amen. Amen.